bin Nora Scheidig und komme aus Berlin. Ich möchte Sie heute gerne auf eine Reise nach Polen mitnehmen, in das Heimatland der Musik von Chopin. Ich möchte Ihnen heute Zygmunt Noskowski vorstellen. Er lebte vor ungefähr 200 Jahren und war einer der bedeutendsten Komponisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er schrieb zahlreiche Werke wie Symphonien, Opern und viel Kammermusik. Neben seiner Tätigkeit als Komponist war er Schriftsteller über Musik, Geiger und Pianist. Heute wird aber wohl am meisten in Erinnerung sein als Professor am Warschauer Konservatorium für Neue Musik und Komposition. Dort unterrichtete er unter anderem Karol Szymanowski. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne die Melodie Opus 21 von Noskowski vorstellen. Herausgegeben wurde sie von PWM Edition. Das war nun die fast endlos scheinende Melodie von Noskowski. Es ist ein sehr gutes Beispiel für den melodischen Satz und die romantischen Harmonien Noskowskis. Wichtig ist, dass man in diesem Satz die Phrasen wirklich unendlich gestaltet. Es gibt eigentlich nie ein Ende, sondern immer ein Weitergeben, wie ein Staffelstab. Es ist also sehr wichtig, dass man auch wieder da eine klare Vorstellung hat und nie die Töne absterben lässt. Der Komponist hat viele Anweisungen geschrieben, Gefühlszustände wie espressivo, molto espressivo oder animato. Aber auch die Dynamik schreibt er sehr detailliert. Zum Üben daher und aber auch zum Spielen ist es sinnvoll, die Noten wirklich sehr deutlich zu lesen und zu übertreiben, was drin steht. Auch das Experimentieren wie ein Maler mit seinen Farben, mit technischen Mitteln, mit Bogenlänge, mit Vibrato, mit Griffbrett, macht das Ganze einfacher. Ich möchte nun nochmal den Beginn spielen und zeigen, was man alles machen kann. Am besten, Sie versuchen es selber aus. Was gefällt Ihnen? Welche Geschichte wollen Sie erzählen?
Später kommt noch ein Aufbau, den ich gerne nochmal beleuchten möchte. Dieser geht los im Piano, wird noch weniger und ist fast am Absterben, bevor dann Poco Crescendo kommt zum Molto Espressivo und noch mehr Crescendo zum Poco Animato Fortissimo. Dieser kulminiert dann mit Oktaven zum Höhepunkt. Da diese Oktaven sauber sein sollten, möchte ich diese nochmal herausgreifen und noch einen Tipp zum Oktafüben geben. Wichtig ist bei Oktaven, dass in der Regel der erste Finger führt. Das bedeutet auch, dass der vierte Finger vom Klang nicht der wichtigste ist. Ich möchte nun vorschlagen, dass wir einmal nur den ersten Finger spielen. Der vierte Finger kann stumm aufgesetzt werden. Wichtig dabei ist, dass die Lagenwechsel aus dem Unterarm geführt sind und nicht mit einem Finger hochgeschoben werden. Wenn das dann gut klappt, auch bis in die höheren Lagen, kann man natürlich die Saite, auch die E-Saite, wieder mit dazu nehmen. Um jetzt nochmal den ganzen Aufbau zu spielen, vom Piano bis zum Fortissimo, möchte ich das nochmal spielen. Ich hoffe, ich konnte Interesse wecken an Noskowski und an dieser schönen Melodie. Für mich persönlich war es eine sehr große Entdeckung. Viel Spaß beim Unterrichten und vielen Dank.